Ja, ich möchte euch grüßen heute Morgen. Wir haben schon in der Einleitung gehört, Gott ist bereit, uns Weisheit zu geben. Zwar, wir haben unsere menschliche Weisheit, aber diese Weisheit ist begrenzt. Aber Gott möchte uns seine göttliche Weisheit geben, durch seinen Geist und durch sein Wort. So lasst uns bereit sein, heute Morgen sein Wort anzuschauen, in sein Wort zu forschen, weil wir wissen, wenn wir sein Wort anschauen, wenn wir in sein Wort hineingehen, da sehen wir diese göttliche Weisheit und wir werden erfüllt mit dieser Weisheit. Gottes Wort, die Bibel, ist mehr als nur ein Buch. Ist mehr als nur ein Buch, das wir lesen für unsere Informationen, um Informationen zu erlangen. Natürlich gibt es Informationen in Gottes Wort, aber Gottes Wort ist nicht da, um uns zu informieren. Gottes Wort ist da, um unser Leben zu verändern. Wenn wir so den Kalender anschauen, wir merken im Kalender die christlichen Feiertage. Und in letzter Zeit haben wir einige davon gehabt und immer wieder frei gehabt und immer wieder Brückentage gehabt. Und wir freuen uns jedes Mal, wenn wir frei haben. Aber es gibt so einen Feiertag, der ein bisschen vernachlässigt wird, auch zwischen den Christen, und zwar Jesu Himmelfahrt. Und ich werde jetzt nicht natürlich über Jesu Himmelfahrt sprechen, das ist schon Vergangenheit, aber wenn man so über Jesu Himmelfahrt redet und daran denkt, die Menschen fragen sich, ja, wenn Jesus zum Himmel gefahren ist, wo ist er jetzt? Und vor allem die Frage bleibt, wenn Jesus zum Himmel gefahren ist, wie wirkt Jesus heute auf die Erde? Wenn er nicht mehr da ist, wenn Jesus zum Himmel gefahren ist, so wie wir sagen, so wie wir uns erinnern, so wie wir darüber sprechen, und die Bibel spricht auch darüber, wenn Jesus zum Himmel gefahren ist und er ist nicht mehr hier auf dieser Erde, wie wirkt Jesus hier auf Erde? Und die Bibel gibt uns eine sehr klare, wichtige, schöne Antwort, und zwar, Jesus wirkt auf dieser Erde durch seine Gemeinde. So die schönste, die wichtigste Institution auf dieser Erde im Moment ist die Gemeinde. Jesus ist ins Himmel gefahren und er ist im Himmel, aber sein Leib ist auf dieser Erde. Und dieser Leib ist seine Gemeinde. So Jesus wirkt auf dieser Erde durch seine Gemeinde. Und heute Morgen habe ich ein Thema aufs Herz für uns alle. Und dieses Thema heißt die normale Gemeinde. Die normale Gemeinde. Ich möchte ein bisschen darüber sprechen, wie die Gemeinde aussehen soll auf die Perspektive Gottes. Es gibt heutzutage so viele Arten von Gemeinden und ich möchte nicht alles zählen, was es heute gibt. Es gibt verschiedene Arten von Gemeinden, aber lasst uns darüber reden, über die normale Gemeinde. Amen. Wie soll die Gemeinde sein? Wie soll die Gemeinde aussehen aus der Perspektive Gottes, aus der Perspektive seines Wortes? Weil es ist ganz wichtig, Gott, Jesus, wirkt auf dieser Erde durch seine Gemeinde. Es ist wichtig, die Gemeinde ist ganz wichtig. Es ist wichtig, dass wir zu der Gemeinde gehören. Es ist wichtig, dass wir wissen, was Gottes Plan für seine Gemeinde ist. Also die gesunde oder die normale Gemeinde. Wir können beide Begriffe nehmen. Entweder die gesunde oder die normale Gemeinde, weil eine gesunde Gemeinde ist normal und eine normale Gemeinde ist auch gesund. So lasst uns Gottes Wort öffnen, wenn ihr eine Bibel dabei habt, in Epheserbrief Kapitel 4. Und wir werden hier lesen, Vers 1 bis Vers 16. Epheser Kapitel 4, Vers 1 bis Vers 16. Und wir werden durch diesen Text gehen in die nächste Minute. Ich weiß, es ist ein sehr komplexer Text. Wir könnten eigentlich mehrere Predigtreihen halten aus diesem Text. Aber keine Angst, heute wird es nur eine Predigt geben. Und wir werden durch diesen Text gehen. Ich werde schnell reden, deswegen müsst ihr schnell zuhören. Und wir wollen einfach schauen, was Gott uns hier zeigt in diesem Text über die normale Gemeinde. Wie ist eine ganz normale Gemeinde? Wie sieht eine gesunde, normale Gemeinde aus? Wie sollen wir sein? Und in Epheserbrief Kapitel 4, Vers 1, Paulus fängt an zu schreiben und wir merken schon in Vers 1, wo Paulus sich befindet. Paulus ist im Gefängnis. Er erwähnt das, weil er möchte, dass sein Ruf hier zur Einheit noch mehr gestärkt wird, wenn die Gemeinde denkt, wo er sich befindet.
So im Vers 1, es sagt, so ermahne ich euch nun, ich der Gebundene im Herrn, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid. Indem ihr mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragt und eifrig bemüht seid, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid zu einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, eine Glaube, eine Taufe, ein Gott, der Vater alle über allen und durch alle und in euch allen. Jedem Einzelnen von uns aber ist die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe des Christus. Darum heißt es geht hier um Jesus, darum heißt es, er ist emporgestiegen zur Höhe, hat Gefangenen weggeführt und den Menschen Gaben gegeben. Das Wort aber, er ist hinaufgestiegen, was bedeutet es anders, als dass er auch zuvor hinabgestiegen ist zu den Niedrigungen der Erde. Der hinabgestiegen ist, ist derselbe, der auch hinaufgestiegen ist über allem Himmel, damit er alles erfülle. Und er hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer zur Zurüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus, bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus, damit wir nicht mehr Unmündige seien, hin und her geworfen und umhergetrieben von jeder Wind der Lehre, durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zu Irrtum verführen, sondern wahrhaftig in der Liebe heranwachsen, in allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus. Von ihm aus vollbringt der ganze Leib zusammengefügt und verbunden durch alle Gelenke, die einander Handreichung tun, nach dem Maß der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Gliedes, das Wachstum des Leibes zur Auferbauung seiner selbst in Liebe. Amen. Was für ein Text. Schön, tief, komplex. Deswegen möchte ich euch einladen, die Bibel weiter in diesem Text offen zu halten, weil wir werden den Text anschauen. Es ist schön, es ist wichtig, in die Gemeinde eine Bibel mitzunehmen. Ich gehe davon aus, ihr nehmt nicht eure Bibel in der Arbeit mit. Ich rede nicht über diese Bibel auf Handy, sondern über eine richtige Bibel, schön aus Leder mit Goldschnitt. Aber ich gehe davon aus, wir nehmen nicht die Bibel mit zur Arbeit, wir nehmen nicht die Bibel mit, wenn wir irgendwo essen gehen, in ein Restaurant. Und deswegen, ich denke, die Bibel gehört auch in die Gemeinde mit. Nimmt eine Bibel mit in die Gemeinde, um Gottes Wort anzuschauen, um Gottes Wort zu betrachten, zu prüfen, um zu sehen, was der Prediger sagt. Und ich denke, das ist auch eine Hilfe, das bleibt noch mehr fest in unseren Gedanken, wenn wir das auch lesen. Und lasst uns dieses Wort jetzt anschauen, die normale Gemeinde. Wie sollte eine gesunde, normale Gemeinde sein? Nummer 1, was Paulus uns hier sagt, von Anfang an, wenn er dieser Text anfängt, diese Passage hier anfängt, uns zu schreiben, eine gesunde, normale Gemeinde, Nummer 1, ist eine Gemeinde in Einheit. Es ist eine Gemeinde in Einheit. Hier fängt es an und hier ist es ganz wichtig, weil Geschwister, ohne Einheit haben wir als Gemeinde keine Kraft in der Welt. Ohne Einheit als Gemeinde, wir haben keine Kraft, keine Auswirkung in der Welt, keinen Impact in der Welt. So Paulus fängt hier gleich an und wenn er diese Leib Christi beschreibt, das Erste, was er macht, ist ein Aufruf. Er erwähnt als Gefangene des Herrn. Er hat einen Aufruf für die Gemeinde in Ephesus und auch für uns alle. Und dieser Aufruf, was er hat, dieser Anliegen, was er hat auf sein Herzen ist, dass die Gemeinde in Einheit ist und dass die Gemeinde in Einheit lebt. Eine normale, gesunde Gemeinde ist eine Gemeinde in Einheit.
Der Satan wird immer wieder kommen und er wird immer wieder versuchen, Spaltungen reinzubringen und Sachen reinzubringen. Und ich habe gemerkt in diesen Jahren, seitdem ich in die Gemeinde bin, sehr oft, am meisten kommt Satan mit Kleinigkeiten. Am meisten versucht Satan, die Geschwister, die Gläubigen auseinanderzubringen mit verschiedenen Kleinigkeiten. Menschen, die sagen, ach, ich gehe nicht mehr in die Gemeinde, Bruder so und so hat mich nicht gegrüßt. Und da muss ich überlegen, bist du bereit für so eine Kleinigkeit, die Gemeinschaft aufzugeben? Hat Satan so wenig gebraucht, dich dazu zu bringen, dass du die Gemeinschaft, den Heiligen verlässt und aufgibst? Für so eine Sache. Vielleicht hat dich dieser Bruder gar nicht gesehen, vielleicht war er beschäftigt. Gemeinden, die in diesen Punkt kommen, wo sie die Einheit verlassen wegen irgendwelcher Sachen, irgendwelche Kleinigkeiten. Ich habe von einer Gemeinde gehört, natürlich in den USA, aber ich habe von einer Gemeinde gehört, die haben sich gespaltet über ein Klavier. Und zwar die Situation war folgendes: Die sind in den Gottesdienst gekommen und dieses Klavier war auf die rechte Seite der Gemeinde, so wie hier. Nun, ich möchte keine Gedanken hier weitergeben. Aber auf jeden Fall, dieses Klavier war auf die rechte Seite und irgendwann Leute aus der Gemeinde haben gesagt, nein, wir wollen, dass dieses Klavier auf der linken Seite ist. Und die haben angefangen, sich zu streiten. Manche wollten, dass der Klavier in der Gemeinde auf die rechte Seite ist. Manche wollten, dass dieses Klavier auf die linke Seite ist. So, was haben sie gemacht? Nun, die haben sich gespaltet. Und morgen sind diejenigen in die Gemeinde gekommen, die wollten, dass das Klavier auf die rechte Seite ist. Und abends sind diejenigen gekommen, die wollten, dass das Klavier auf die linke Seite ist, haben einfach das Klavier auf die linke Seite getan. Was für eine Sache. Und wir merken an dieser komischen Geschichte, wie manchmal Satan versucht, mit Kleinigkeiten zu kommen, aber manchmal gelingt es ihm leider. Eine gesunde Gemeinde ist eine Gemeinde in Einheit. Und Paulus sagt uns hier in den ersten 6 Bibelverse, wo wir gelesen haben, einige Sachen über diese Einheit. Wir müssen das betrachten und verstehen. Erstens, diese Einheit wird von dem Heiligen Geist gemacht. Ist das nicht schön? Diese Einheit in der Gemeinde wird nicht von uns gemacht, sondern diese Einheit der Gemeinde wird, wenn ihr wollt, von dem Heiligen Geist verursacht, produziert. Vers 3, Paulus nennt es und sagt, es ist die Einheit des Geistes. Es ist die Einheit des Geistes, manche Übersetzungen durch den Geist gewirkte Einheit. Das Schönste bei der Einheit der Gemeinde ist, diese Gemeinde wird nicht von Menschen gemacht, diese Gemeinde wird bewirkt von und durch den Heiligen Geist. Das bedeutet, der Heilige Geist rettet Menschen. Der Heilige Geist rettet Menschen, an denen wir vielleicht überhaupt nicht denken. Und der Heilige Geist nimmt und bringt diese Menschen, er tut diese Menschen hinzufügen an die Gemeinde. Es sind nicht vielleicht die Menschen, an denen wir gedacht hätten. Es sind nicht vielleicht die Menschen, wo wir gedacht hätten, diese Personen möchte ich gerne in die Gemeinde haben. Nein, es ist der Heilige Geist, der Menschen rettet. Die Menschen werden neu geboren durch den Heiligen Geist und sie kommen zu der Gemeinde. Sie gehören zu der Gemeinde. Und der Heilige Geist schafft diese Einheit der Gemeinde in Jesus Christus. Für mich ein Wunder heutzutage auf dieser Erde ist dieses Wunder der Gemeinde. Weil keine Organisation und kein Verein und kein Club und wie auch immer kann das machen, was der Heilige Geist bewirkt in die Gemeinde. Menschen aus verschiedenen Hintergründen, Menschen aus verschiedenen Generationen, Menschen aus verschiedenen Kulturen und Ländern, Menschen mit verschiedenen Perspektiven werden zusammengebracht in Jesu Leib durch den Heiligen Geist. So, diese Einheit wird bewirkt durch den Geist, aber Paulus sagt uns hier weiter, unsere Einstellung ist ganz wichtig. Wir müssen diese Einheit bewahren. Amen.
Bist du bereit, diese Einheit zu bewahren? Wir müssen diese Einheit bewahren. Und wie machen wir das? Eben durch unsere Einstellung. Unsere Einstellung ist ganz wichtig in der Gemeinde. Ja, diese Einheit wird bewirkt von dem Heiligen Geist. Aber wir als Christen, wir als Teil in Jesu Leib, wir sind berufen, diese Einheit zu bewahren durch unsere Einstellung. Und durch unsere Einstellung sollen diese Sachen gehören, was wir in Vers 2 lesen. Demut, Sanftmut, Langmut, in Liebe zu ertragen. Vers 3, bemüht euch, seid eifrig bemüht. Schau mal, mit was für einer Intensität Paulus hier schreibt. Es ist was Wichtiges. Sei eifrig bemüht. Das sollte unser Ziel sein, die Einheit zu bewahren. Wie machen wir das? Wie können wir diese Einheit bewahren? Durch das Band des Friedens. Durch das Band des Friedens. Und Nummer 1, eine gute, normale, gesunde Gemeinde ist eine Gemeinde in Einheit. Ist eine Einheit bewirkt von dem Heiligen Geist, aber auf der anderen Seite, Paulus sagt, wir sollen diese Einheit bewahren durch unsere Einstellung in der Gemeinde. Lasst uns fragen heute Morgen, und jeder soll sich fragen, jeder sollte vor Gott stehen und sich fragen, was mache ich für die Einheit in der Gemeinde? Was mache ich als Mitglied, als Teil in Jesu Leib? Was mache ich für die Einheit in der Gemeinde? Bin ich eifrig bemüht? Ist meine Einstellung richtig in die Gemeinde, mit aller Demut, mit Sanftmut, mit Langmut, mit Liebe, meine Geschwister manchmal zu ertragen in Liebe und in diesem Band des Friedens zu leben, um die Einheit des Geistes zu bewahren? Jeder soll sich prüfen, jeder soll denken heute Morgen, jeder soll in sich gehen und sich fragen, weil das ist sowas von wichtig, das ist ganz wichtig, diese Einheit des Geistes zu bewahren und eins zu sein in Jesus Christus. Amen. So eine normale Gemeinde ist eine Gemeinde in Einheit. Lass uns einen Schritt weitermachen in diesem Text und wir lernen weiter von Paulus und in dieser Text Nummer 2, eine gute, normale, gesunde Gemeinde ist eine begabte Gemeinde. Ist eine begabte Gemeinde. Was schön ist in die Gemeinde, und deswegen ist es wichtig, in die Gemeinde zu sein, deswegen ist es wichtig, in die Gemeinde zu gehen, die Gaben sind, oder lass mich so formulieren, weil das ist leider nicht eine Realität für jede Gemeinde, die Gaben sollten da sein in der Gemeinde. Und er fängt an in Vers 7 und er sagt Folgendes, jedem Einzelnen von uns. Nun Geschwister, dieses Wort hier ist sehr wichtig, weil Paulus spricht nicht über eine Elite. Er spricht nicht über eine Gruppe von Menschen, die in die Gemeinde begabt sind und nur diese Menschen können und dürfen dienen. Paulus spricht nicht hier, und das wird nicht gesprochen in der Bibel, über eine Elite, die begabt ist in die Gemeinde und diese Leute machen einfach den Dienst und fertig. Einer der Probleme, die wir oft haben in Gemeinden ist, dass ein kleiner Teil dient oder was tut und das größere Teil zuschaut, was die anderen machen. Eine der Sachen, die wir haben heute in vielen Gemeinden ist, ein kleiner Teil der Gemeinde tut etwas. Und das größere Teil der Gemeinde schaut zu, was die anderen tun. Und die sagen ihre Meinung dazu und vielleicht die sagen, ja, das war gut oder das war nicht so gut oder es konnte besser sein. Und schauen wir mal nächste Woche, wie es sein wird. Vielleicht wird das besser sein oder wird das anders sein. Das Problem mit dieser Denkweise ist, es ist nicht biblisch. Es war nicht Gottes Ziel und Gottes Plan, dass wir zusammenkommen und ein kleiner Teil von uns etwas macht und die anderen sind nur Leute, die das zuschauen und sie genießen das oder sie kritisieren das oder sie analysieren das Ganze, was sie ist, und dann gehen wir wieder nach Hause. Paulus sagt in Vers 7, jedem Einzelnen von uns aber ist die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe der Christus. Eine ganz gesunde, normale Gemeinde ist eine begabte Gemeinde. Und wenn wir bei diesem Punkt sind, da stellt sich einfach die Frage, wie funktioniert die Gemeinde? Funktioniert die Gemeinde in unserer eigenen menschlichen Kraft oder funktioniert die Gemeinde in Gottes Kraft?
Funktioniert die Gemeinde in unserer eigenen menschlichen Kraft? Versuchen wir etwas zu tun? Oder funktioniert wirklich die Gemeinde in Gottes Kraft? Und der richtige Antwort ist, ja, die Gemeinde funktioniert und soll funktionieren und soll leben in Gottes Kraft. Und diese Kraft Gottes manifestiert sich in die Gemeinde durch die Gaben, die Gott da gelassen hat in die Gemeinde. So eine gesunde Gemeinde ist eine Gemeinde, wo die Gaben da sind. Und dieser Punkt ist sehr wichtig, weil jeder einzelne von uns, jeder einzelne von euch ist befragt heute Morgen. Wenn du hier bist heute Morgen und du siehst, du bist seit längerer Zeit ein Christ und du gehst einfach in die Gemeinde, ich weiß nicht seit wie vielen Jahren, aber spätestens heute Morgen, du sollst dich fragen, was ist meine Berufung? Was ist meine Gabe? Was hat mir Gott gegeben? Wie kann ich das investieren in die Gemeinde, in Gottes Reich? Wo ist mein Platz in der Gemeinde? Zu was hat Gott mich berufen? Wo ist meine geistliche Gabe, was ich identifizieren soll? Und wenn ich das gemacht habe, dann kann ich wirklich Gott dienen. Wir werden dazu später kommen, von ganzem Herzen. Und Paulus gibt uns hier, als er über die Gaben spricht hier in die Gemeinde, Paulus gibt uns hier dieses Bild von Jesu Himmelfahrt. Deswegen habe ich angefangen mit dieser Sache, mit Jesu Himmelfahrt, weil Paulus sagt uns hier in Vers 8, er ist emporgestiegen zur Höhe, hat Gefangene weggeführt und den Menschen Gaben gegeben. Paulus gebracht dieses Bild von Jesu Himmelfahrt und er sagt uns, Jesus ist emporgestiegen zur Höhe, er hat Gefangene weggeführt und das nächste, was er gemacht hat, er hat den Menschen, er hat seine Gemeinde Gaben, andere Übersetzung, Geschenke. Nun, ich denke, jeder von uns liebt Geschenke. Oh, das war ein richtiger Platz, Amen zu sagen. Jeder von uns liebt Geschenke, nicht wahr? Die gute Nachricht ist, Gott hat geistliche Geschenke für uns. Er hat es nicht vorgesehen, dass die Gemeinde in menschlicher Kraft weitergeht. Es ist unmöglich. Vielleicht eine Firma kann in menschlicher Kraft funktionieren. Kommt darauf an, wie schlau die Leute sind, wie intelligent der Chef ist und so weiter. Das geht. Aber diese Institution, die Gemeinde Gottes auf dieser Erde, kann nicht in menschlicher Kraft funktionieren. Wir brauchen Gottes Kraft. Und was macht Jesus, damit seine Gemeinde stark ist? Was macht Jesus, damit seine Gemeinde wirklich effizient ist auf dieser Erde? Jesus gibt Geschenke seiner Gemeinde. Jesus verteilt Gaben in seiner Gemeinde. Und dieser Bild, was Paulus hier gebraucht, Vers 8 und 9 und auch 10 ist, er sagt, er hat Gefangene weggeführt und er hat Gaben gegeben. Es war eine sehr normale Bild in der damaligen Zeit. Und zwar, als ein König zum Krieg gegangen ist und dieser König hat den Sieg erlangt, hat den Sieg gewonnen. Er hat dann diese Kriegsbeute genommen. Wir kennen das aus der Geschichte immer wieder. Königreiche haben miteinander gekämpft, Könige haben miteinander gekämpft und als ein König der Sieger war, er ist nach Hause gekommen mit einer Kriegsbeute, ist nicht mit leeren Händen zurückgekommen. Und besonders damals, als zum Beispiel im alten Rom die Kaiser zurückgekommen sind, es war ganz normal, dass die Menschen, die Menge der Menschen auf den Kaiser gewartet haben, auf die Helden gewartet haben, auf die Soldaten, auf die Legionäre gewartet haben. Und der König und die Soldaten, sie haben diese Kriegsbeute verteilt, sie haben Geschenke weggeschmissen, links und rechts, weil das war ein Zeichen, das war irgendwie ein Zeichen für ein ganzes Volk. Unser König hat besiegt und wir empfangen jetzt Geschenke von ihm. So, das ist dieser Bild, was Paulus hier gebraucht. Liebe Geschwister, Jesus Christus, der König der Könige, ist in dieser Welt gekommen. Er hat nicht gegen Römer gekämpft, er hat nicht gegen irgendwelche Menschen gekämpft, sondern Jesus hat unseren größten Feind besiegt am Kreuz. Halleluja. Er ist dann zum Himmel gefahren, unser König, unser siegreicher König Jesus Christus ist zum Himmel gefahren und er hat Gaben gegeben, er hat Gaben verteilt in seiner Gemeinde. So eine gesunde, normale Gemeinde ist eine begabte Gemeinde. Und hier, Paulus erwähnt in Vers 11 die 5 Dienste in der Gemeinde. Aber wenn wir weiterlesen in 1. Korinther 12, in Römer 12 und 1. Petrus 4, es gibt
andere Listen mit Berufungen, mit Gaben, die Gott seiner Gemeinde gegeben hat. Und er sagt hier in Vers 11, er hat gegeben, er hat Aposteln gegeben, er hat Propheten gegeben, er hat Hirten gegeben, er hat Evangelisten gegeben, er hat Lehrer gegeben, er hat die Dienste gegeben, er hat die Gaben gegeben. 1. Korinther 12, es ist der Heilige Geist, der die Gaben verteilt, souverän, wie er will. Und ich möchte fragen an dieser Stelle, an diesem Punkt, was hat er dir gegeben? Was hat er dir gegeben? Du bist hier heute Morgen, du bist ein Kind Gottes, du wurdest gerettet durch die Gnade Gottes und das ist schön und das ist wunderbar. Ich möchte dich fragen, was hat er dir gegeben? Wo ist deine Berufung? In Jesu Leib. Was ist und wo ist dein Platz in der Gemeinde? Wenn ich Platz in der Gemeinde sage, ich rede nicht von dieser Stühle. Wo ist dein Platz in Jesu Leib? Wo ist deine Berufung in Jesu Leib? Was hat er dir gegeben? Weil eine gesunde Gemeinde ist eine begabte Gemeinde. Mit den Gaben, die von Gott kommen, wo jeder sich bemüht, diese Gabe Gottes zu erkennen in sein Leben. Wenn du gerettet bist, du hast mindestens eine Gabe. Wenn du geisterfüllt bist, du hast mindestens eine Gabe, die Gott in dir investiert hat. Und es ist unsere Verantwortung, diese Gabe zu entdecken, diese Gabe zu merken, wo ist meine Berufung, wo ist mein Platz und dann anfangen, Gott zu dienen mit dieser Gabe Gottes. Wir leben in den letzten Tagen. Es gibt keinen Raum mehr für Christen, die nur kommen und gehen und die machen nichts für Gottes Reich. Wir leben in den letzten Tagen. Jeder einzelne von uns sollte alles geben für Gott und für sein Reich und für die Verbreitung des Evangeliums. Deswegen frag dich, wo ist dein Platz und wo ist deine Berufung und was kannst du tun in dieser Endzeit, um Gott zu dienen von ganzem Herzen. So eine gesunde Gemeinde ist eine Gemeinde in Einheit, eine gesunde Gemeinde ist eine begabte Gemeinde. Lass uns einen Schritt weitermachen, eine gesunde Gemeinde ist eine dienende Gemeinde. Eine dienende Gemeinde. Nun, für was sind die Gaben da, beziehungsweise diese 5 Dienste? Paulus in Vers 11 erwähnt diese 5 wichtige Dienste in der Gemeinde: Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Und dann stellt sich die Frage, für was sind diese Dienste da in der Gemeinde? Es ist so wichtig, dass wir sehen, warum diese Dienste da sind. Weil Paulus zeigt uns, diese Dienste sind nicht da, damit die Menschen sich einen Namen machen. Hey, schau mal, dieser Evangelist so und so, wie schön er predigt. Schau mal, dieser Hirte so und so, wie schön er lehrt. Schau mal, dieser Prophet so und so, was für Weissagungen er hat. Die Dienste wurden nicht gegeben, damit jemand sich einen Namen macht. Die Dienste sind nicht da für Unterhaltung. Oh, kommt in der Gemeinde, da kommt der Evangelist so und so. Und wir kommen einfach, um eine Unterhaltung zu haben, eine geistliche Unterhaltung natürlich zu haben. Und wir sind einfach so erstaunt von dieser Person und wir gehen wieder nach Hause. Die Dienste sind nicht da für Unterhaltung. Die Dienste sind nicht da, dass wir ein Programm machen. Sondern Paulus sagt uns, für was die Dienste da sind. Oh, die Dienste sind da, damit wir alle vorbereitet sind, Gott zu dienen. Nochmal, die Dienste, diese 5 Dienste sind da, damit die ganze Gemeinde vorbereitet ist, Gott zu dienen. Die Dienste sind nicht da, dass Menschen dienen und wir kommen und wir schauen zu, wie Menschen dienen und wir gehen wieder nach Hause. Das ist nicht die Perspektive Gottes über die Gemeinde. Die Dienste sind da, die Gaben sind da, damit die ganze Gemeinde vorbereitet wird, um Gott zu dienen. Schau mal in Vers 12. So erwähnt in Vers 11 die Dienste und Vers 12 sagt uns, warum die Dienste da sind. Zur Zurüstung der Heiligen. So die Heiligen, wer sind die Heiligen? Nun, die Heiligen sind all diejenigen, die gerettet sind durch Jesus Christus. Amen. Die Heiligen sind nicht irgendwelche Menschen, die in der Vergangenheit gelebt haben und die sind jetzt irgendwo in einem Bild oder keine Ahnung was. Die Heiligen sind diejenigen, die gerettet sind durch Jesus Christus. Und die Heiligen in die Gemeinde, die müssen zugerüstet werden. Für was? Für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus. So eine gesunde Gemeinde ist eine dienende Gemeinde.
Die Dienste sind da und die wurden gegeben mit einem Ziel, mit einem Zweck. Die Dienste wurden gegeben, damit die Heiligen vorbereitet werden zum Dienst des Herrn. Das heißt, wir kommen in die Gemeinde, die Dienste sind da, wir hören Gottes Wort, wir sind gesegnet durch die Gaben, durch die Dienste, die Gott in die Gemeinde gelassen hat. Und das Ziel ist, dass wir zugerüstet sind, wir alle, jeder einzelne von uns, jeder Mitglied, jeder Heilige, jeder Bruder und Schwester in Jesu Leib, dass jeder von uns zugerüstet ist, um noch mehr, noch stärker Gott zu dienen. Die Gemeinde ist ein Ort des Dienens. Das Problem oft heute ist, das habe ich ein bisschen erwähnt, wir haben leider viele sogenannte Zuschauer. Und ich möchte erwähnen heute Morgen, Zuschauer ist nicht eine geistliche Gabe in der Bibel. Amen. Wir haben viele Zuschauer, wir haben viele, die kommen, die sehen, wir kommen hier zu empfangen. Sehr viele Menschen, die betrachten die Gemeinde wie ein geistliches Restaurant. Ich gehe dahin, wenn es mir gefällt, vielleicht komme ich nochmal. Wenn nicht, da gibt es ein anderes Restaurant, geistlich. Ich gehe dahin mal, ich gehe dahin mal, ich gehe dahin mal. Es gibt manchmal viel zu viele nur Zuschauer, Menschen, die kommen einfach zu empfangen. Aber das ist nicht Gottes Ziel für seine Gemeinde. Gottes Ziel ist, dass die Gemeinde ein Platz des Dienens ist. Wo jeder wächst in seine Gabe und wo jeder merkt, wo seine geistliche Berufung ist und wo jeder anfängt, Gott zu dienen. Und die Dienste sind da, damit die Heiligen vorbereitet werden, noch mehr Jesus zu dienen. Und wenn wir zusammenkommen, wir dienen alle gemeinsam dem Herrn und wir suchen jeder einzelne von uns einen Bereich, wo wir dienen können. Eine gesunde Gemeinde ist eine dienende Gemeinde. Nummer 4, lass mich hier weitergehen in dieser Text. Nummer 4, und ich glaube, das ist wirklich ganz wichtig, besonders in dieser Zeit, wenn wir eins gemerkt haben in dieser letzten Zeit, auch mit dieser Krise, ist, dass oft Gemeinden nicht so stabil waren. Und Nummer 4, was Paulus uns hier sagt, eine gesunde Gemeinde ist eine stabile Gemeinde. Eine gesunde Gemeinde ist eine feste Gemeinde. So Paulus sagt uns hier, die Gaben werden gegeben, die Dienste werden gegeben, damit die Heiligen zugerüstet werden für Dienst. Und was ist einer der Zwecke? Vers 14, damit wir nicht mehr Unmündige seien. Wir sollen Gott dienen und wir sollen wachsen, wir sollen geistlich wachsen, damit wir nicht mehr Kinder, Unmündige sind. Kleine Kinder sind süß, aber die müssen wachsen. Die kleinen Kinder, die sind sehr süß, die können sich manche Sachen erlauben, aber die müssen wachsen. Stell dir vor, du triffst eine Mutter, die hat ein Neugeborener zu Hause und du fragst, ja, wie geht es dein Kind? Und diese Mutter sagt, ja, mein Kind, er ist wirklich gesund, mein Baby, mein Neugeborener ist gesund und er trinkt viel Milch und er schläft. Das wäre nichts Besonderes, das wäre ganz normal, oder? Stell dir vor, du triffst genau diese Mutter 18 Jahre später. Und du sagst, oh, ich habe dich schon lange nicht mehr gesehen, 18 Jahre ist viel. Wie geht es deinem Sohn? Und stell dir vor, die sagt, oh, mein Sohn geht es ganz gut. Er trinkt viel Milch und er schläft. Nach 18 Jahren, wir würden sagen, Moment, das passt irgendwie nicht. Wenn sie sagen würde, ja, mein Sohn geht es ganz gut, nach 18 Jahren, er trinkt immer viel Milch und er schläft. Nun, leider, dieses Bild passt für manche 18-Jährige heute natürlich nicht aus der Gemeinde, aber stellt euch vor, wie sehr dieses Bild manchmal bei manchen Christen passt. Wenn jemand neu geboren ist im Glaube, ja, kleine Kinder sind sehr süß, aber die müssen wachsen. Und warum müssen wir wachsen? Paulus sagt uns hier, damit wir nicht mehr Unmündige sind. Damit wir nicht mehr kleine Kinder bleiben nach 18 Jahren. Du kannst nicht mehr sagen, er trinkt viel und schläft. Leider in der Gemeinde sagen wir noch manchmal vielleicht, oder jemand kommt immer noch in der Gemeinde und
er ist immer noch in dieser Zustand von einem kleinen Baby im Glaube. Er trinkt Milch und er schläft und sonst macht er nichts mehr viel. Aber der ist Christ seit 18 Jahren und Paulus sagt, es ist nicht in Ordnung. Dieser Bild passt nicht zusammen mit Gottes Ziel für die Gemeinde. Wir müssen wachsen. Warum? Damit wir zu einer stabilen Gemeinde werden, zu einer festen Gemeinde werden in Jesus Christus. Vers 14, damit wir nicht mehr Unmündige sein. Was ist das Problem mit Kindern im Glauben, mit Unmündigen? Die werden hin und her geworfen, umhergetrieben von jeder Wind der Lehre. Die werden hin und her geworfen, umhergetrieben von jeder Wind der Lehre. Und wenn uns etwas, diese Corona-Krise uns etwas gezeigt hat, die hat uns gezeigt, es ist so einfach, dass dich irgendwelche falschen Nachrichten durcheinander bringen. Wenn du nicht stabil bist im Glauben in Christus, es ist so einfach, dass irgendwelche falschen Nachrichten dich durcheinander bringen. Wir sollen nicht Unmündige sein, wir sollen nicht hin und her geworfen sein, umhergetrieben von jeder Wind der Lehre. Eine starke, gesunde Gemeinde ist eine stabile Gemeinde in Christus. Es gibt Christen, die sind so offen für jede neue Lehre. Ich sage immer, ich habe so ein kleines Motto, wenn es so neu ist, dass es nicht in die Bibel ist, dann ist es nicht in Ordnung. Amen. Es gibt Leute, die kommen, oh, Gott macht etwas Neues. Es ist so neu, du kannst es nicht mal mit der Bibel prüfen, weil das steht nicht in die Bibel. Wenn es so neu ist, dass es nicht in die Bibel steht, dann ist es nicht in Ordnung. Es gibt Leute, die sind offen für jede irgendwelche neue Lehre. Es kommt eine Lehre von dahin, die sind sofort dabei. In einem Monat kommt eine neue Lehre von jemand anderes, die sind sofort dabei. Und die haben nicht diese geistliche, starke Stabilität im Glauben in Jesus Christus. Ganz wichtig, eine starke, gesunde, normale Gemeinde ist eine stabile Gemeinde. In Offenbarung Kapitel 2 über die Gemeinde in Ephesus lesen wir, die Gemeinde in Ephesus hat diejenigen geprüft, die sich als Apostel genannt haben. Die hat praktisch diese Apostel entlarvt. Es waren in der damaligen Zeit falsche Apostel, die haben sich selbst als Apostel genannt. Die sind hin und her gelaufen zu jeder Gemeinde. Und diese Gemeinde war eine starke, gesunde Gemeinde in die Lehre des Wortes. Und diese Gemeinde in Ephesus hat diese Apostel entlarvt. Über die Leute in Berea, genau, dieser Name steht auch in der Bibel, Berea, Apostelgeschichte Kapitel 17. Über diese Leute sagt uns die Bibel, die waren edler als die in Thessalonik. Warum waren sie edler oder besonders als die in Thessalonik? Die Bibel sagt uns, die haben jeden Tag die Schriften geforscht, um zu sehen, ob das, was Paulus predigt, genauso ist, was die Bibel sagt. Das gefällt mir, Amen. Die haben nicht gesagt, oh, jetzt kommt der große Paulus hier und der predigt und natürlich das, was er sagt, ist 100% richtig. Diese Menschen, die Bibel sagt uns, die sind nach Hause gegangen. Und das Erste, was sie gemacht haben nach Hause, sie haben die Schriften genommen und sie haben alles geprüft, was Paulus gesagt hat, um zu sehen, ob das übereinstimmt mit den Schriften im Alten Testament. Und die haben gemerkt, dass was Paulus predigt aus dem Alten Testament, das war alles das, was die Bibel sagt. Aber das waren Menschen mit einem Unterscheidungsvermögen. Das waren Menschen, die gesagt haben, wir wollen nicht einfach irgendwas schlucken, was uns gegeben wird, sondern wir wollen prüfen mit das Wort. Wir wollen testen, wir wollen merken, wir wollen stabil sein. Weil ich möchte etwas glauben, was stabil ist in Gottes Wort. Ich kann nicht meine ewige Schicksal gründen auf irgendwelche eine Lüge, auf irgendwelche eine falsche Lehre oder Erzählung von jemandem, was vielleicht irgendwelche Sachen geträumt hat. Ich möchte meine Seele gründen auf dem festen Wort Gottes. Amen. Auf dieser Felsen, was Gottes Wort ist. So eine gesunde Gemeinde, Geschwister, ist eine stabile Gemeinde. Und Paulus gibt uns hier diese Beschreibung von diesen Sachen in der Gemeinde und möchten heute einfach vor Gott stehen als Gemeinde, als Christen, weil, ja, Gott sei Dank, wir haben diese Krise überstanden. Aber die Bibel sagt uns in der Endzeit, es werden noch Sachen kommen über diese Erde. Und meine Frage ist an uns alle, ob die Gemeinde bereit ist für diese Zeit. Nicht nur bereit, dass wir überstehen, sondern bereit, auch ein Segen zu sein für andere. Wisst ihr, diese Welt erkennt uns nicht.
Aber immer wieder, wenn sie Krisen haben, die kommen zu uns. Weil die denken oder die erwarten, dass wir die Antwort haben. Wir können uns vielleicht erinnern, wenn wir zurückschauen, 11. September, als die 2 Türme angegriffen wurden. Pastoren aus den USA sagen ganz klar, die Gemeinden waren überfüllt. Wisst ihr warum? Diese Welt erkennt uns nicht, aber in der Stunde der Not, diese Welt sucht Antworten. Die Gemeinde waren überfüllt mit Menschen aus der Welt, die gesucht haben nach einer Antwort, nach etwas, wo sie sich stützen können. Weil in der Stunde der Krise man merkt, die Finanzen können mir nicht helfen, meine Beziehungen können mir nicht helfen. Ich brauche jetzt etwas Festes als das. Und hier ist der Punkt, was ich sagen möchte. Es werden noch Krisen kommen. Sind wir bereit als Gemeinde, nicht nur die Krisen zu überstehen, aber auch als Gemeinde da zu sein und eine Antwort zu haben für diese Welt? Ich kann mich erinnern, ich war damals sehr klein, als die Revolution gekommen ist in Rumänien. Gleiches Phänomen. Die Gemeinden waren überfüllt. Menschen haben sich hingekniet auf die Straße, um das Gebet Vater unser zu sprechen in großen Gruppen, ungläubige Menschen. Die Gemeinden waren überfüllt, weil die Menschen waren da und die Menschen haben nach einer Antwort gesucht. Und hier ist die Sache, es werden noch Krisen kommen über diese Welt. Sind wir bereit als Gemeinde? Nicht nur, Gottes Wille ist nicht nur, dass wir als Gemeinde die Krise überstehen und sagen, wir haben wieder die Krise überstanden. Nein, sondern dass wir da sind als Gemeinde, die Krise überstehen, aber noch eine Antwort für diese Welt zu haben. Eine starke Gemeinde zu sein, die eine Antwort hat für diese Welt, die wirklich ein Wegweiser ist zu Jesus. Ein Wegweiser ist zu Jesus. Was man in einem Sturm braucht, ist ein guter, richtiger Wegweiser. Jeder von uns ist mal gefahren, vielleicht durch Regen, durch Nebel, und es war so gut, dass vor dir ein anderes Auto da war und du konntest immer die Lichter verfolgen und du hast den Weg gekannt, weil da war jemand vor dir. Und es ist so gut in Zeiten der Krise, das ist so wichtig, dass wir als Gemeinde stabil und stark sind. Eine normale, gesunde Gemeinde, Paulus sagt, ist eine Gemeinde in Einheit. Geschwister, die Einheit ist schon da und ich bin so glücklich, dass wir nicht mehr diese Einheit bewirken müssen. Wir könnten das nicht machen. Die Einheit wurde schon gemacht, ist schon bewirkt durch den Heiligen Geist. Aber wir müssen diese Einheit bewahren. Eine starke Gemeinde ist eine begabte Gemeinde. Und da, wo du bist, bete vor Gott, stehe vor Gott in dieser nächsten Zeit und sag, Herr, öffne mir die Augen und zeig, wo ist meine Berufung, wo ist mein Platz, wo ist meine Gabe, wie kann ich dich verherrlichen mit meinem Leben? Eine gesunde Gemeinde ist eine dienende Gemeinde. Nicht eine Gruppe dient, sondern die Gaben sind da, damit die Heiligen vorbereitet werden, um Gott noch mehr zu dienen. Und alle dienen dem Herrn. Und eine gesunde Gemeinde ist eine stabile Gemeinde, eine feste Gemeinde. Es werden Stürme kommen und die Stürme kommen in verschiedene Art und Weisen. Vielleicht Angriffe, vielleicht Krisen, vielleicht falsche Lehren. Aber egal was kommt, möge Gott uns helfen, dass wir eine stabile Gemeinde sind in Jesus, in sein Wort. So lasst uns gemeinsam aufstehen, lasst uns vor Gott stehen, lasst uns im Gebet vor ihm gehen heute Morgen. Lasst uns ihm anbeten und loben und preisen. Lasst uns ihm die Ehre geben heute Morgen und ihm danken für diese wunderbare Gedanke der Gemeinde. Es war seine Idee. Und wie wunderbar Paulus sagt, es war nicht nur seine Idee, es war ein Geheimnis, das Gott in sich gehabt hat. Aber Gott hat dieses Geheimnis offenbart in dieser Zeit, in dieser letzten Zeit. Dieses Geheimnis der Gemeinde. Er hat die Gemeinde gegründet. Jesus hat die Gemeinde geliebt. Und wie schön, wie wunderbar, zu dieser Familie zu gehören, Teil zu sein von der Gemeinde und zu wissen, du bist Teil von einer internationalen großen Familie weltweit. Brüder und Schwestern im Herrn, die du die meisten nicht gesehen hast, aber eines Tages wirst du sie sehen im Himmel. Und
Und lasst uns ihm preisen, lasst uns ihm die Ehre geben für die Gemeinde, für diese Gedanke, was Jesus gehabt hat in sich. Und er hat diese Gedanke uns auch offenbart und er hat uns diese Gnade gegeben, Teil zu sein von seiner Gemeinde. Und lasst uns beten für die Gemeinde. Lasst uns für diese Gemeinde hier beten, Gemeinde Gottes in Singen. Lasst uns beten, dass das eine Gemeinde ist, die stark ist und stabil ist und gesund und eine biblisch normale Gemeinde, sodass diese Gemeinde auch in die nächste Zeit etwas zu sagen hat in dieser Welt. Ich glaube, solange wir das Evangelium verkündigen, wir haben etwas zu sagen in dieser Welt. Und das, was wir zu sagen haben, ist Jesus und seine Errettung am Kreuz. Und seine Botschaft des Evangeliums. Lasst uns gemeinsam vor Gott stehen. Lasst uns gemeinsam immer beten und beten, auch füreinander, auch für die Gemeinde. Amen. Vater, wir stehen vor dir heute Morgen. Wir beten dich an, Herr. Wir loben und wir preisen deinen Namen, Herr. Herr, wir danken dir heute